Willkommen zu den Kobi News auf dem Steine-Kanal. Der erste Kobi-Katalog 2025 Nummer 1 für den internationalen Markt ist erschienen. In unserer heutigen Kobi News präsentieren wir euch weitere Neuheiten aus dem ersten halben Jahr 2025. Daneben zeigen wir euch Bilder und Updates bekannter Sets, denn auf der Nürnberger Spielwarenmesse waren viele Prototypen zu sehen. Aufgrund der Fülle der Neuerscheinungen haben wir diese auf 2 News aufgeteilt, sodass ihr in der kommenden News Nummer 87 die übrigen Neuheiten sehen werdet. Denkt also an ein Abo, um nichts zu verpassen. Erster Kobi-Katalog 2025 Nummer 1 international Analyse. Im Vergleich zu den letzten Jahren zeigte Kobi bereits zu Jahresanfang viele Neuheiten der nächsten Monate. Bis in den Juli hinein reichen die Ankündigungen. Dies führt jedoch auch dazu, dass es sich bei vielen Sets noch um Prototypen oder Renderings handelt. Die Optik kann sich bis zur Veröffentlichung noch verändern. Farben, Ausstattung und Prints sind noch nicht final. Unter den neuen Sets finden sich vor allem Autos und Flugzeuge. Nur sehr wenige Panzermodelle sind neu hinzugekommen. Daneben zeigte auch das Titelbild des Katalogs kein Militärset. Hat dies mit einer möglichen Neuausrichtung Kobis zu tun? Über das neue Design des offiziellen Online-Shops, der nun nicht-militärische und militärische Sets trennt, hatten wir bereits berichtet. Neues größtes Set angeteasert. Beginnen wir gleich mit Kobis größtem Set für dieses Jahr, dem Tiger 2, auch als Königstiger bezeichnet. Bisher ist nur wenig zu dem Set bekannt, es wird im Maßstab 1:12 aus ca. 11.000 Teilen gebaut. Damit wird es Kobis bisherige größte Sets mit den Nummern 2801 und 2807 um mehrere tausend Teile übertreffen. Ich durfte ihn auf der Nürnberger Spielwarenmesse bereits anschauen. Bei dem Set handelt es sich noch um ein frühes Entwicklungsstadium. Zwar durfte ich keine Fotos machen, ich kann euch jedoch bereits verraten, dass es ein riesiges, detailliertes und eindrucksvolles Modell sein wird. Kobi selbst hatte das Set bereits mit dem Bild, welches ihr im Hintergrund sehen könnt, angeteasert. Da sich noch vieles am Modell ändern kann und vermutlich auch wird, wollte Kobi noch nicht, dass das Set komplett zu sehen ist. Möglicherweise werden es auch weit über 11.000 Teile werden. Neue Serie Napoleonic Wars. Im Juli soll das erste Set der neuen Themenreihe Napoleonic Wars erscheinen. Hierbei geht es um die Napoleonischen Kriege, die innerhalb der Koalitionskriege stattfanden. Sie hatten ihren Ursprung in der Französischen Revolution und beinhalteten wechselnde Bündnisse und zahlreiche Kriege und Schlachten, die sich gegen das Kaiserreich Napoleon Bonapartes richteten. Zu den wichtigsten Auseinandersetzungen gehörten etwa die Völkerschlacht bei Leipzig, die Schlacht bei Waterloo oder die Schlacht bei Austerlitz. Das erste Set einer Kanone und eines Artilleriemanns erscheint unter der Setnummer 20093 und besteht aus 100 Teilen sowie einer Minifigur. Gerüchten zufolge soll es in der Serie außerdem Minifigurensets mit französischen und englischen Soldaten geben. Auch ein Figurenset der französischen Kavallerie mit einer Napoleon-Figur soll in Planung sein. Neue Lizenzen. Alpine F1-Lizenz. Kobi hat sich die Lizenz des Formel-1-Teams Alpine F1 gesichert und bereits 2 Sets angekündigt. Es ist nicht das erste Mal, dass Kobi Formel-1-Sets veröffentlicht. In der Vergangenheit sind bereits Sets erschienen. Ein erstes Rendering des Sets mit der Nummer 1684 Alpine F1 Car zeigt den Alpine F1 Rennwagen im Maßstab 1:35. Er wird aus 290 Teilen gebaut, eine Minifigur ist ebenfalls Bestandteil des Sets. Er ist für den März geplant. Das zweite Set mit der Nummer 1685 zeigt den Rennwagen in der Boxengasse. Das Set besteht aus 490 Teilen und enthält gleich 2 Figuren. Es soll im April erscheinen. Beide Sets sind vollständig pad-printed. Mit den Sets tritt Kobi in direkter Konkurrenz zu Lego, die 2025 ebenfalls zahlreiche Formel-1-Sets veröffentlichen werden. Neue Lizenz Beechcraft. Im März 2025 sollen 4 Sets mit der Lizenz des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Beechcraft ihre Premiere feiern. Das leichte Turboprop-Flugzeug
T6 Texan II wird hauptsächlich zur Schulung militärischer Flugzeugbesatzungen eingesetzt. Die vielleicht spannendste Version der AT6 Wolverine mit der Setnummer 5905 weist eine Nose Art Print in Form eines Vielfraßes auf. Es ist mit 262 Teilen das umfangreichste der 4. Alle Modelle werden im Maßstab 1:48 gebaut. 3 Modelle des Beechcraft T6 Texan II erscheinen unter den Setnummern 26624, 26625 und 26626. Sie alle bestehen aus 192 Teilen. Historical Collection World War II. Am 27. Februar werden 2 Sets erscheinen. Die neue Spitfire-Variante Mk1N 3200 mit der Nummer 5868 wird im Maßstab 1:48 aus 146 Teilen gebaut. Aus 158 Teilen entsteht die Mustang P51B mit der Setnummer 5869. Im März sollen die folgenden beiden Sets hinzukommen. Bei der neuen Version der Hawker Hurricane mit der Setnummer 5762 und dem Zusatz Nummer 302 SQN RAF handelt es sich um ein Flugzeug des 302. polnischen Jagdgeschwaders der RAF. Das 302. Geschwader war eines von mehreren polnischen Einheiten, die während des Zweiten Weltkriegs an der Seite der RAF, also der Royal Air Force, kämpften. Kubis Version der Hawker Hurricane entsteht im Maßstab 1:32 aus 373 Teilen. Eine Pilotenfigur ist ebenfalls dabei. Aus 125 Teilen entsteht die neue Messerschmitt Bf 109G mit der Setnummer 5870, die im Maßstab 1:48 gebaut wird. Für den April sind 3 Neuheiten geplant. Das Fotomotiv Hissen der Flagge auf Iwo Jima des Kriegsfotografen Joe Rosenthal gehört zu den berühmtesten Bildern der Welt. 6 US-amerikanische Soldaten hissen auf einem Berg die US-Flagge während der Schlacht um Iwo Jima. Kubi stellt diese Szene nun mit Minifiguren nach. Das Set mit der Nummer 2059 wird alle 6 Soldaten als Figurenversion beinhalten. Daneben wird es Zubehör wie die Flagge und ein Geländefragment geben. Insgesamt besteht das Set aus 85 Teilen. Im Maßstab 1:32 entsteht die neue Version der Lockheed P-38 Lightning mit dem Zusatz H und der Setnummer 5763. Sie wird aus 650 Teilen gebaut, eine Minifigur ist ebenso dabei. Zwischen April und Mai 2025 soll die Vergeltungswaffe V1 Flying Bomb erscheinen. Die Fieseler FI-103 war der erste Marschflugkörper, der weltweit zum Einsatz kam. Kubis Version mit der Nummer 3135 wird im Maßstab 1:35 aus 262 Teilen gebaut. 2 Figuren werden ebenfalls Bestandteil des Sets sein. Um die Wunderwaffe zu platzieren, ist auch ein Transportwagen mit dabei. Ebenfalls für den Mai wurde die Supermarine Spitfire in Tropentarnung angekündigt. Das Set mit der Nummer 5764 wird im Maßstab 1:32 aus 352 Teilen gebaut. Neben einer Pilotenfigur ist außerdem ein Displayständer Bestandteil des Sets. Das Modell wurde von einem Ausstellungsstück eines maltesischen Museums inspiriert. Action Town. Über die Wiederbelebung der Action Town-Lizenz hatten wir euch bereits berichtet. Im neuen Katalog wird ersichtlich, dass die gesamte Autosparte, ausgenommen die 1:12 Modelle, in diesem Bereich gewandert ist. Bisher zeigen sich in der Action Town-Serie vor allem Fahrzeuge. 4 Hubschraubermodelle mit Bell-Lizenz kommen außerdem hinzu. Sie werden im Maßstab 1:48 gebaut. Obwohl auf der Box keine Minifigur erwähnt wird, liegt jeweils eine Pilotenfigur bei. Den Anfang macht die Küstenwache, die unter der Setnummer 26627 erscheint. Der Helikopter besteht aus 210 Teilen und erscheint am 17. Februar. Im Kubi-Line-Up dürfen auch Polizeiausführungen nicht fehlen. Die erste von 2 erscheint unter der Setnummer 26628 und stellt einen Hubschrauber der polnischen Polizei dar. Er wird aus 217 Teilen gebaut und wird ebenfalls am 17. Februar veröffentlicht. Ein Rettungshubschrauber findet sich unter der Setnummer 26629. Er wird aus 248 Teilen gebaut. Die umfangreichste Version, die zweite Polizeivariante,
erscheint unter der Setnummer 26630. Sie wird aus 254 Teilen gebaut. Rettungshubschrauber und die zweite Polizeiausführung sind für den 19. Februar angesetzt. Updates: Von den beiden 1:12 Modellen des VW können wir euch neue Bilder zeigen. Daneben gibt es Bilder der Ostersets, des Nighthawk sowie der RMS Titanic im Maßstab 1:300. Ebenso ein Video des Flying Scotsman Prototypen. Hierzu findet ihr auch ein Video in den YouTube Shorts beim Steine-Kanal. Ab morgen stellen wir euch die Neuheiten für den Februar vor. Kurz danach folgt die nächste Kubi-News-Folge, die bereits in Arbeit ist. Zusätzlich folgen noch einige Updates zur Messe in normaler Video- und Shorts-Form. Also schaut gerne mal bei unseren Shorts-Video vorbei. Viele Informationen findet ihr auch auf unserem Blog auf steine-kanal.de. Alle Links findet ihr natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung. Und Kobi-Sets findet ihr auch in unserem Onlineshop auf trendgames.de. Dort listen wir die Neuheiten ebenfalls als Ankündigung und zur Vorbestellung, sobald dies möglich ist. Dann haben wir noch ein altes und ein neues Giveaway für euch. In unserer Kobi News Nummer 83 konntet ihr den Willis MB SAS mit der Setnummer 2298 gewinnen. Und gewonnen hat Hardcore 3362. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreibe mir noch eine E-Mail an info@steine-kanal.de, damit ich weiß, wohin ich den Gewinn senden soll. Und mit dieser News habt ihr die Möglichkeit, den Dodge Ram 2500 mit der Setnummer 24610 zu gewinnen. Um teilzunehmen, seid Abonnent des Steine-Kanals hier auf YouTube, gebt diesem Video einen Daumen rauf und hinterlasst einen Kommentar mit dem Wort Actiontown. Der Gewinner wird aus allen veröffentlichten Kommentaren mit dem Wort Actiontown ermittelt. Teilnahmeschluss ist der 20. Februar 2025. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. In Kürze geht es dann weiter mit den nächsten Videos und bis dahin habe ich euch an dieser Stelle noch 2 Videoempfehlungen verlinkt. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen und verbleibe bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.